Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Generatoren im LS22. Unter Generatoren versteht man grundsätzlich alle Arten von Gebäuden oder Objekten, die dazu dienen, Geld zu verdienen. Das heißt, man baut für eine gewisse Geldsumme ein Objekt und bekommt dann monatlich einen gewissen Ertrag, also eine Rendite zurück. Hier unterscheiden sich die Gebäude in ihrer Rentabilität sehr stark und das wollen wir hier in diesem Video mal untersuchen, welche Generatoren denn die besten sind und wie lange es tatsächlich dauert, bis sie sich rentieren. Es ist zwar ein Wert angegeben, mit dem man relativ leicht ausrechnen kann, wie schnell sich ein entsprechendes Objekt rentiert haben soll. Allerdings im LS22 gibt es jetzt eine Besonderheit. Da funktioniert das nicht mehr so einfach, denn wir reden hier schließlich von Photovoltaikanlagen oder Windrädern. Und nachdem das Wetter auch hier im LS22 jetzt einen sehr großen Einfluss hat, werden auch Photovoltaikanlagen und Windräder vom Wettergeschehen beeinflusst. Das heißt, kein Wind produziert auch das Windrad keinen Strom und keine Sonne, dann produziert auch die Photovoltaikanlage weniger oder keinen Strom. Das heißt, nachts produziert die Photovoltaikanlage überhaupt keinen Strom und bei schlechtem Wetter etwas weniger. Das heißt, nachdem es auch Jahreszeiten gibt und es früher oder später hell oder dunkel wird, hat auch das einen Einfluss auf die Photovoltaikanlage. Die angegebenen Werte beziehen sich darauf, als würde der Generator, egal ob Windrad oder Photovoltaikanlage, tatsächlich 24 Stunden rund um die Uhr mit voller Leistung produzieren. Das ist sowohl beim Windrad als auch bei der Photovoltaikanlage völlig ausgeschlossen. Diesen Wert werden die Anlagen nie erreichen. Es gibt inzwischen auch einige Mods unter den Generatoren und es werden in Zukunft mit Sicherheit noch viele dazukommen. Hier wird es dann bestimmt auch einige geben, die konstant rund um die Uhr gleich viel Ertrag produzieren, so wie es in früheren LS-Versionen der Fall war. Aktuell gibt es im ModHub nur diese drei, die hier angezeigt werden. Einmal ein kleines Weihnachtspaket, auch das generiert seltsamerweise einen kleinen Ertrag. Einen Mobilfunkmast, das ist ein typisches Beispiel, wie man rund um die Uhr konstant einen Ertrag erzielen kann. Nämlich nicht dadurch, dass etwas produziert wird, sondern indem man eine Miete erhält, dafür, dass der Mast auf dem eigenen Hof platziert werden darf. Und zuletzt natürlich noch der absolute Klassiker, die Regierungsschilder. Kosten nichts und bringen einen extrem hohen Ertrag. Das hat jetzt mit Erwirtschaften eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist Cheaten in seiner reinsten Form. Bevor es jetzt mit der Auswertung losgeht, noch eine kleine Werbung wie immer in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt, natürlich das Abo nicht vergessen. Es wird in nächster Zeit noch mehr Videos in ähnlicher Form geben. Glocke dazu natürlich nicht vergessen. Und wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Dann noch der Hinweis auf meinen Telegram-Kanal. Dort findet ihr weitere spannende Inhalte. Ich mache in regelmäßigen Abständen unter anderem Umfragen wie diese hier, passend zu dem Video, schon einige Tage bevor das Video fertiggestellt ist. Ihr könnt gerne an diesen Umfragen teilnehmen und ich bin natürlich auch immer an eurer Meinung interessiert. Also gern auch den Telegram-Kanal abonnieren. Und dann geht es auch schon direkt los. Wir spielen natürlich auf Farm Manager und auf der Elm Creek. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, warum ich die Elm Creek gewählt habe. Ich kann auch nicht sagen, ob die Wetterverhältnisse auf den anderen Maps ähnlich sind oder ob dort etwas andere Wetterverhältnisse herrschen. Auf der Map müssen wir natürlich erstmal Land kaufen, sonst können wir nichts bauen. Und
ich habe mich dazu entschieden, dass wir mit dem großen Windrad starten. Das müssen wir jetzt auswählen im Baumodus unter Produktion, Generatoren und dann starten wir mit dem großen Windrad. Das können wir jetzt irgendwo am Hof platzieren. Die Baukosten sind hier mit 750.000 Euro angegeben. Ein Blick auf die tatsächlichen Kosten zeigt aber, dass immer noch eine Kleinigkeit dazukommt. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass das Terrain angepasst wird und wir für die Terrainanpassung natürlich mitzahlen müssen. So, und weiter brauchen wir erstmal nichts machen. Ich lasse jetzt einfach mal den Schnelldurchgang laufen. Die Geschwindigkeit ganz nach oben gestellt, damit es nicht zu lange dauert. Die Einstellung ist ein Tag, ein Monat. Das heißt, unsere Zählung beginnt eigentlich erst ab dem September. Der August kann noch nicht berücksichtigt werden, da das Spiel normalerweise, also ein neuer Spielstand, immer morgens um 8 Uhr startet. Da ist der Tag ja schon angebrochen, deshalb ab September und das Ganze jetzt im Schnelldurchgang durch. Ich mache jetzt für jede Anlage exakt ein Jahr, um dann auszuwerten, wie der Ertrag sich über ein gesamtes Jahr verhält. Bei dem großen Windrad mache ich jetzt eine Ausnahme und schau mal, was in den ersten beiden Jahren passiert, um zu vergleichen, ob Jahr 1 und Jahr 2 oder einfach 2 aufeinanderfolgende Jahre in etwa gleich ausfallen oder ob es da große Schwankungen gibt. Das Ergebnis werden wir gleich sehen. Und natürlich, was ich jetzt in der Auswertung nicht berücksichtigen werde, das sind Betriebskosten des Gebäudes. Die fallen natürlich auch noch an, aber die sind im Verhältnis zum Ertrag und zu den Baukosten relativ klein. Die gesamten Ergebnisse habe ich jetzt zur Übersicht in einer Excel-Tabelle zusammengefasst und ein paar Berechnungen angestellt. Ich zeige euch erstmal die Übersicht, was ihr hier aus dieser Tabelle herauslesen könnt. Hier sind einmal die Monate September bis August, also ein ganzes Jahr. Das heißt, wir haben ja im September begonnen, weil ein neuer Spielstand immer im August startet und der August noch nicht mitgezählt werden kann, weil der Tag ja bereits angebrochen ist. Dann habe ich hier die aufgenommenen Jahre, das heißt ein Jahr für das große Windrad und dann noch ein zweites Jahr für das große Windrad. Bei dem mittleren und kleinen Windrad, genauso wie bei der großen und kleinen Photovoltaikanlage, habe ich jeweils nur ein Jahr aufgenommen. Dann habe ich den Ertrag pro Monat ausgerechnet, den die Anlagen tatsächlich erwirtschaften und habe dann anschließend noch ein paar Berechnungen angestellt. Auch den Betriebskostenwert habe ich mit übertragen, bei der Berechnung allerdings vernachlässigt, da die Betriebskosten relativ klein sind im Vergleich zu den erwirtschafteten Beträgen. Was man aber hier gerade beim großen Windrad sehr gut sieht, weil das 2 Jahre gelaufen ist, der Wert der Betriebskosten steigt kontinuierlich an. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Betriebskosten jetzt im Baumenü nicht mehr angegeben werden. Bis zum LS19 war das ja so, dass nicht nur die Erträge, sondern auch die laufenden Kosten im Baumodus mit angegeben waren. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Das ist übrigens bei allen Anlagen so, dass die Betriebskosten steigen. Dass man das bei den kleinen Anlagen nicht sieht, das mag wahrscheinlich daran liegen, dass die Zahl sehr klein ist und sich innerhalb von einem Jahr hier noch keine Auswirkung zeigt. Wenn die Anlage aber mehrere Jahre läuft, dann gehe ich davon aus, dass auch hier der Wert steigen wird.
So, dann kommen wir zur Auswertung. Im ersten Jahr beim großen Windrad haben wir 21.000 Euro rund erwirtschaftet und im zweiten Jahr nur noch 18.700 Euro circa. Das heißt also, die Erträge schwanken nicht nur von Monat zu Monat, sondern schwanken auch von Jahr zu Jahr. Das heißt, die Wetterverhältnisse wiederholen sich im darauffolgenden Jahr nicht 1:1 und somit können auch deutlich abweichende Werte zustande kommen. Dann habe ich die Baukosten hergenommen und die theoretisch erwirtschaftbaren Erträge, wie sie im Baumenü angegeben sind. Hier natürlich die gerundeten Kosten ohne die Extrakosten, die durch die Terrainbearbeitung noch anfallen. Wenn man das jetzt teilt, kommt man auf einen Wert von 11,8 Monaten, in denen sich das große Windrad rechnen soll. Tatsächlich darf man aber nicht den theoretischen Ertrag hernehmen, sondern den tatsächlich erwirtschafteten Ertrag. Und dann kommt man auf satte 35,6 Monate, bis sich das Windrad bezahlt macht. Das allerdings nur im ersten Jahr. Im zweiten Jahr, in dem der Ertrag deutlich schlechter war, erhöht sich natürlich die Zeit, bis das Windrad sich rechnet, hier exakt auf 40,1 Monat. Das heißt, wir haben hier eine Schwankung von gut 4 Monaten und beim mittleren Windrad sieht das Ganze so aus, dass man am Schluss auf 32,6 Monate kommt, obwohl auch hier die theoretische Zeit, in der das Windrad sich bezahlt macht, 11,1 Monat ist. Etwas höher ist auch schon der theoretische Wert beim kleinen Windrad. Dafür in der Praxis hat es sehr gut abgeschnitten, nur 29,0 Monate hätte es gedauert, bis das Windrad bezahlt ist. Die große Photovoltaikanlage schneidet hier am besten ab mit 24,8 Monaten und die kleine Solaranlage ist etwa genauso gut wie das kleine Windrad mit 29,1 Monat. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die zwei kleineren Windräder und die Photovoltaikanlagen nur ein Jahr gelaufen sind und auch diese Werte natürlich Schwankungen unterliegen und man jetzt anhand dieser Tabelle nicht sagen kann, ist das jetzt ein relativ niedriger oder ein relativ hoher Wert gewesen. Die Aussage ist jetzt schwer zu treffen. Leider ist es nicht möglich, alle Anlagen gleichzeitig auf der Map in einem Jahr laufen zu lassen, denn man hat bei der Auswertung nur eine Spalte, in der alle Kosten zusammengefasst werden und man kann das nicht nach Anlagen trennen. Es sei denn, ich habe im LS22 noch etwas übersehen, dass man auch die einzelnen Werte sehen kann. Dann könnte man das natürlich gleichzeitig in einem Jahr laufen lassen und somit wenigstens die Windräder untereinander und die Photovoltaikanlagen untereinander vergleichen. So wie dieser Versuch jetzt gelaufen ist, hat die große Photovoltaikanlage eindeutig am besten abgeschnitten. Die Windräder, ja, je größer sie sind, desto schlechter haben sie abgeschnitten. Auf dem letzten Platz das große Windrad, da war selbst das kleine noch deutlich lukrativer. Also wenn ihr künftig einen Generator bauen wollt, um Geld zu erwirtschaften, würde ich euch nach diesem Test auf jeden Fall die große Solaranlage empfehlen. Einen weiteren Tipp habe ich jetzt für euch noch. Das heißt, ich möchte euch noch zeigen, was passiert, wenn man die Geschwindigkeit der Saison ändert. Dazu baue ich einfach nochmal in einem neuen Spielstand ein großes Windrad zum Vergleich. Das Windrad, naja, mir tut's weh, dem Windrad zuzusehen, solange es sich in die falsche Richtung dreht, aber das wird bestimmt geändert im nächsten Patch. Jetzt stellen wir die Tage pro Monat auf 10. 10 ist immer eine schöne Zahl zum Rechnen und lassen einfach nochmal den September durchlaufen, was dann passiert.
Und wir sehen jetzt schon, immer wenn ein Tag zu Ende ist, gehen diesmal nur 10% des Ertrags und auch nur 10% der Betriebskosten aufs Konto. Das heißt, man muss wirklich 10 gesamte Tage spielen, bis ein Monat vorbei ist. Das ist ja logisch, aber auch erst dann hat man den Ertrag erwirtschaftet, den man vorher an einem Tag erhalten hat. Also deshalb sind jetzt auch die Kosten tatsächlich per Monat und nicht mehr per Stunde oder per Tag angegeben. Ich denke, es ist ausreichend, das an einem Tag zu zeigen. Wir erinnern uns, wir hatten im September beim ersten Jahr irgendwas mit 21.000 und im zweiten Jahr irgendwas mit 18.000. Jetzt haben wir 22.000 Euro. Das ist also der beste September aller Zeiten. Vielleicht ist das große Windrad doch nicht ganz so schlecht wie gedacht. Aber das lasse ich euch jetzt selbst herausfinden. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr vergesst nicht die 4 wichtigsten Punkte aus dem Video. Abo, Glocke, Daumen und der Telegram-Kanal. Damit sage ich danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Video.